Nach der tödlichen Messerattacke von Mannheim mehren sich die Forderungen nach strikteren Abschiebungen ausländischer Straftäter. Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützten den Vorschlag des Hamburger Innensenators Grote, schwerkriminelle Ausländer künftig auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Am kommenden Donnerstag will Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage abgeben. In Mannheim haben gestern etwa 8.000 Menschen an einer Mahnwache für den verstorbenen Polizisten teilgenommen. Der Marktplatz von Mannheim am gestrigen Abend. 8.000 Menschen sind gekommen, um dem getöteten Polizisten Ruven L. zu gedenken. Mittlerweile ermittelt der Generalbundesanwalt wegen der Tat. Doch in Mannheim herrscht erstmal Trauer. Es ist hier nicht der Ort, um sich über die Konsequenzen dieser bestialischen Art und Weise dieses Mordes auseinanderzusetzen. Doch nach der Bluttat des abgelehnten Asylbewerbers aus Afghanistan werden auf der politischen Bühne deutliche Konsequenzen gefordert. Mehr Abschiebung ist eine davon. Es gibt in Syrien wie Afghanistan eben auch Räume und Regionen, in die abgeschoben werden kann. Das sollte zuallererst für Straftäter gelten. Aber in der Perspektive müssen wir insgesamt darüber reden, wann wir auch in diese beiden Länder zurückführen wieder. Doch dabei müssten mögliche nachteilige Folgen bedacht werden, warnen die Grünen. Wir haben mit den Taliban eine der zentralen Förderer und Betreiber von Islamismus auf der Welt an der Macht. Ein Rückführungsabkommen mit Afghanistan würde bedeuten, dass man dafür einen Preis zahlt. In der Regel ist es so, und das sieht man an anderen Deals, die die Taliban die letzten 3 Jahre versuchen abzuschließen, wollen sie dafür Geld haben. Wollen wir den Taliban Geld geben? Ich glaube, das wäre eine Stärkung der islamistischen Szene, und das ist keine Lösung. Beim Migrationsgipfel der SPD erklärt der Migrationsbeauftragte der Regierung, dass abgeschobenen Syrern in der Heimat der Tod drohen könnte. Wo sie ein Risiko haben, dass, wenn sie den falschen Nachnamen haben und möglicherweise mit einem oppositionellen Clan verbunden werden, das Risiko haben, dass sie vielleicht verschwinden oder erschossen werden. Das würde im Übrigen auch kein Verwaltungsgericht in Deutschland zu Recht mitmachen, wenn wir dorthin zurückführen würden. Aus der Politik kommt aber auch die Forderung, dass die Muslimverbände in Deutschland endlich mehr Verantwortung übernehmen müssten. So meint der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle, muslimische Verbände und Geistliche dürften sich bei der Bekämpfung des Islamismus nicht wegducken. In muslimischen Communities braucht es dazu wahrnehmbare Diskussionen und die Ächtung von Verherrlichung islamistischer Gewalt. Nach der Tat von Mannheim sind die Rufe nach einer Neujustierung der Migrationspolitik wieder lauter geworden.